Nun beginnt der ausschließlich landbasierte Teil unseres Reiseprogramms. Erstes Ziel ist hierbei die ca. 120 Kilometer von Porto entfernte Universitätsstadt Coimbra. Perfekt ausgebaute Autobahnen garantieren ein flottes Vorwärtskommen und schon bald nähern wir uns dem historischen Zentrum Coimbras. Der von stattlichen Gebäuden umgebene Platz Largo da Portacém ist der ideale Startpunkt für eine Erkundung der Altstadt. Nach dem atmosphärisch eindrucksvollen Stadtbummel wenden wir uns nun der nächsten Attraktion von Coimbra zu, der auf einem Hügel gelegenen und als UNESCO-Welterbe gelisteten Universität der Stadt. Die älteste Universität des Landes mit ihren 31 Gebäuden wurde schon im 13. Jahrhundert gegründet. Vor allem der majestätische Hauptplatz Paço das Escolas fasziniert mit seiner historischen Pracht. Seit dem 18. Jahrhundert bestimmt der Turm mit seiner Uhr und den Glocken den studentischen Alltag. Auch ein Teil der Innenräume ist für lohnende Besichtigungsgänge geöffnet. Besonders spektakulär ist hier eine 3D-Gesichtsrekonstruktion des Universitätsgründers König Domdinis, die auf der Basis einer Graböffnung und DNA-Analyse 700 Jahre nach seinem Tod erfolgte. Die mit Azulejos ausgeschmückte Universitätskapelle stammte aus dem frühen 16. Jahrhundert. Prachtstück der Universität ist sicherlich die alte Bibliothek, die Bibliotheca Joannina von 1724. Wegen des strengen Fotografierverbots muss hier auf externes Material zurückgegriffen werden. Danach überqueren wir den Fluss Mondego und steuern auf unserer Fahrt in Richtung Süden mit dem berühmten Wallfahrtsort Fatima den nächsten Besichtigungsstopp an. Das wegen Marienerscheinungen aus dem Jahre 1917 verehrte Heiligtum von Fatima wird jährlich von ca. 7 Millionen Pilgern besucht. Die Dreifaltigkeitsbasilika ist die viertgrößte katholische Kirche der Welt und bietet seit 2007 Sitzplätze für 9000 Pilger. Nach dem Verlassen des modernen Kirchengebäudes blickt man über den riesigen Pilgerplatz auf die Rosenkranzbasilika. Sie befindet sich an dem Ort, an welchem die 3 Hirtenkinder am 13. Mai 1917 die von der katholischen Kirche als Erscheinungen der Jungfrau Maria anerkannten Wahrnehmungen machten. Die Säulengänge zu beiden Seiten der Basilika enthalten künstlerische Darstellungen der Kreuzwegstationen. Das riesige Gemälde in der Apsis der Kirche entstand im Jahre 1967 und repräsentiert die Ereignisse sowie die Botschaft von Fatima. Die seitlichen Nischen enthalten Flachreliefs aus Bronze
mit Szenen aus dem Leben Jesu. In Seitenkapellen ruhen die leiblichen Überreste der Seherkinder Jacinta und Francesco Marto, die bereits 1920 bzw. 1919 an der spanischen Grippe verstarben und 2017 von Papst Johannes Paul II. In Fatima heilig gesprochen wurden. Schon seit 1919 markiert die Erscheinungskapelle die Stelle, wo die kleine Steineiche stand, an der die Mutter Gottes den Hirtenkindern erschienen sein soll. Nach diesem spirituellen Erlebnis steht an diesem Tage nur noch die Weiterfahrt nach Lissabon an. Nachdem wir die portugiesische Hauptstadt erreicht haben, quartieren wir uns nur noch in unserem zentral gelegenen Hotel ein und lassen den Abend dort geruhsam ausklingen. Der Folgetag beginnt mit einer Stadtrundfahrt durch Lissabon, auf deren Dokumentierung wir aufgrund ausgiebiger Besuche in der Vergangenheit an dieser Stelle verzichten und erreichen im Anschluss den am Atlantik gelegenen Badeort Cascais. Nach aussichtsreicher Fahrt entlang der Küste erreichen wir den malerischen Ort, der bei einem Spaziergang durchweg Wohlfühlambiente ausstrahlt. An diversen Marktständen werden vor allem die beliebten Produkte der portugiesischen Korkeiche angeboten. Auch Badegäste kommen hier voll auf ihre Kosten. Von Cascais aus setzt sich nun die Fahrt zunächst entlang der Küste fort und schon bald erklimmen wir die Anhöhen, zu deren Füßen mit dem Cabo da Roca der westlichste Punkt Kontinentaleuropas liegt. Schon von weitem ist der Leuchtturm auf dem markanten Felsvorsprung zu erkennen. Das Feuer des schon 1772 in Betrieb genommenen Leuchtturms reicht 48 Kilometer weit. In dessen Umgebung gedeihen besonders widerstandsfähige Küstenpflanzen und Sukkulenten. Hauptanziehungspunkt ist hier jedoch zweifellos der westlichste Punkt des europäischen Festlands, an dem man als Besucher Portugals einfach einmal gestanden haben muss. Mehr als 5400 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Kap und New York City. Danach verlassen wir diesen ikonischen Ort und bewegen uns auf bergiger Strecke wieder zurück in das Landesinnere, wo wir bald auf den berühmten Ausflugsort Sintra treffen. Die Kleinstadt Sintra diente lange als Sommerresidenz der Könige und ist mit seinen pastellfarbenen Herrenhäusern und Palästen eine Wohltat für das Auge des Betrachters. Eine maurische Burg aus dem 9. Jahrhundert krönt die bewaldete Anhöhe. Hauptsehenswürdigkeit ist jedoch zweifellos der Nationalpalast von Sintra. Er war vom 14. bis zum 20. Jahrhundert königliche Sommerresidenz und ist mit seinen großen konischen Kaminschornsteinen das Wahrzeichen der Stadt. Auch die Innenbereiche sind für touristische Zwecke geöffnet und enthalten bemerkenswerte königliche Räume wie den Saal der Schwäne. Ein weiteres Beispiel für kunstvolle Deckengestaltung ist der Saal der Elstern.
Auch das königliche Schlafzimmer ist einen genaueren Blick wert. Schließlich gelangen wir in den durchaus modern gestalteten Küchenbereich, wo den Besuchern der Zweck der hoch aufragenden konischen Schornsteine sofort eindeutig vor Augen geführt wird. Die sogenannte Wassergrotte diente überwiegend der Freizeitgestaltung. Winzige Sprinklerdüsen in den Azulejo-Fliesen geben fantasiereiche Einblicke in die damalige Verwendung. Danach führt uns der Weg wieder hinaus ins Freie und letzte Blicke auf die beeindruckende Szenerie der Stadt erinnern uns daran, dass unsere Reise durch Portugal allmählich auf sein Ende zugeht. Schließlich steht nur noch die Rückfahrt zu unserem Hotel in Lissabon auf dem Programm unseres letzten Besichtigungstages. Am Folgetag heißt es dann Abschied nehmen und mit der Fahrt zum Flughafen und dem anschließenden Rückflug in die Heimat endet ein unvergesslicher Aufenthalt in einem wundervollen Land.